sind wir live, glaube ich. Wenn YouTube mich lässt. Einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen Mittwochnachmittag. Ja, ihr seht, ich bin ein bisschen woanders. Ich bin auf Linux. Weil Stream wunderbar funktioniert. Nur mit der Aufnahme habe ich noch Schwierigkeiten, aber dazu wann anders mehr. Ja, herzlich willkommen zur Auflösung des Hackathons. Wir hatten die letzten paar Tage, also seit Sonntag, beziehungsweise eigentlich schon fast ein bisschen davor, bis heute Nacht also um 0 Uhr von Dienstag auf Mittwoch, hatten wir einen Hackathon für die Bootstrap Academy. Und es ist wirklich, wirklich viel passiert. Wo ist es? Hier sind die Pull-Requests. Ich habe für euch ein paar Pull-Requests dabei. Hallo? Jetzt. Ah, nein, falsch. Moment. Gib mir eine Sekunde. Das war das Outro. Ich kann es nicht umstellen. Nicht ohne, dass ihr das seht. Okay. Was macht man in so einem Fall? Lasst mich kurz. Wir nehmen eine Fensteraufnahme. Und nein, wir machen das nicht so. Das ist das Falsche. Oh. Okay, das war mein Hintergrund. Egal, brauchen wir gar nicht. Ihr braucht mich nicht. Ja, jetzt macht Linux Probleme. Immer. Ja, also machen wir einfach ohne. Ich habe hier noch nicht alles perfekt eingerichtet, aber ich wollte auf jeden Fall von hier streamen, weil ich jetzt schon den ganzen Morgen hier auf dem System bin und hier alles aufhabe. Und von hier kann ich euch das alles auch besser ein bisschen erzählen. Linux macht weniger Probleme als Windows tatsächlich, nur um das mal so klarzulegen. Und warum nutze ich Vivaldi? Weil Vivaldi die geilen Arbeitsbereiche hat, die ich mittlerweile sehr, sehr schätze. Also, live einrichten? Nee, machen wir nicht. Ja, was ist eigentlich passiert? Wir haben einen Hackathon gehabt, wo wir quasi Issues gehabt haben von der Bootstrap Academy. Issues auf GitHub, das heißt einfach wirklich Bugs und natürlich Enhancements, also Sachen, die quasi neu dazukommen. Und das Tolle an der Plattform ist, einmal sie ist Open Source, das heißt, ihr seid danach offiziell Open Source Contributor. Das stelle ich euch auch absolut aus. Und das Zweite ist, ihr könnt einfach tatsächlich die Änderungen auch wirklich bemerken. Das heißt, wenn ihr etwas entwickelt für die Bootstrap Academy, dann kommt das danach wirklich in die Academy rein. Und hier haben wir jetzt wirklich einige Pull-Requests gehabt. Ich habe mich heute Morgen mit meinem Entwickler getroffen. Und wir haben die zusammen reviewed. Und wir waren sehr lange dran. Aber wir sind da durchgegangen und haben einmal geguckt, was ist eigentlich alles passiert, was wurde alles entwickelt und welche von den Pull-Requests können wir wirklich 1:1 so benutzen. Und die sind tatsächlich jetzt schon teilweise reingemerged. Das heißt, die sind schon gewissermaßen da. Und ja, deswegen möchte ich euch einmal ganz kurz erklären, was eigentlich passiert ist. Also wir haben diese Features jetzt drin und jedes Feature, hatte ich ja in der Ankündigung gesagt, hatte ein Bounty. Diese Bounties waren ursprünglich mal dazu gedacht, dass ihr quasi Morphcoin in der Bootstrap Academy bekommt. Das ist quasi die Premium-Währung. Aber ich habe jetzt auch gesagt, hey, ich kann euch auch einfach dafür bezahlen. Also wirklich, wenn ihr mir eine Rechnung stellt, dann bekommt ihr das Geld, was ihr da quasi verdient habt, über dieses Bounty ausbezahlt. Und wir haben jetzt ein paar Pull-Requests gemerged und die Leute, die da rein gemerged wurden, das heißt da, wo es auch wirklich erfolgreich ist, die Leute können mir jetzt auch tatsächlich eine Rechnung stellen. Ich schreibe euch nochmal separat in die Issues rein, damit ihr auch Bescheid wisst, was da eigentlich, also wohin ihr das stellen müsst, beziehungsweise dass ihr das stellen dürft jetzt. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist aber, wir hatten auch gesagt, während des Hackathons gibt es Preisgelder. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Bounties. Die Bounties bleiben. Das heißt, auch wenn ihr jetzt noch Bock habt, könnt ihr Issues bei der Bootstrap Academy lösen. Unten in der Beschreibung ist eigentlich alles verlinkt an Informationen, was ihr braucht. Das heißt, da steht zum Beispiel auch drin, hey, wir haben hier diese Probleme, also das ist ein Bug und das ist ein neues Feature, was wir wollen und das und das und das. So, und der komplette Code von dem ganzen Projekt ist einfach öffentlich. Ihr könnt ihn runterladen, bei euch ausführen, ihr könnt alles soweit aufsetzen und bei euch das ganze Ding lösen. Und wenn ihr dann dieses Feature entwickelt habt, vollständig entwickelt habt, dann könnt ihr uns einen Pull-Request stellen. Und nach wie vor könnt ihr
das Bounty in Cent bekommen. Also das ist dann so ein Bounty, da steht zum Beispiel 5.000 einfach dabei. Das wären dann, ihr bekommt 5.000 Cent, also 50 Euro. Und das könnt ihr danach mir in Rechnung stellen. Das ist alles, wie gesagt, unten genauer aufgeschrieben und das bleibt auch nach diesem Hackathon bestehen. Das heißt, wenn ihr nach diesem Hackathon irgendwann mal Bock habt, was an der Academy weiterzuentwickeln, macht das. Ja, ihr bekommt dann auch weiterhin dieses Zertifikat von mir, dass ihr an der Bootstrap Academy mitgewirkt habt, sprich, dass ihr Open Source Contributor seid und ihr habt weiterhin das Ganze für den Lebenslauf da. Das bleibt. Ist das Video bei euch auch so asynchron? Ja, das ist das zweite Problem, was ich unter Linux noch nicht gefixt bekommen habe. Okay. Ich gebe mir Mühe. Das nächste Mal. Ist auch nur ein kurzer Livestream. Ich möchte eigentlich aber vor allem den Leuten hier einmal ganz kurz gratulieren, die auch die Preise bekommen haben. Also klar, die Bounties, das ist die eine Sache. Das zweite, was ich aber angekündigt hatte, waren die Zertifikate und das dritte waren die Preise. Die Preisgelder im Endeffekt. Es gibt 3 große Preise, jeweils mit 500 Euro. Und einmal haben wir den ersten der 3 Preise, die sind alle gleichwertig, das ist jetzt nicht irgendwie eine Reihenfolge oder sowas. Der erste Preis ist, dass ihr, oder derjenige, der die im Bounty gemessen die größte Menge an Pull-Requests gelöst hat, also die dann auch wirklich live sind, der kriegt nochmal 500 Euro on top, die er mir in Rechnung stellen darf. So, und jetzt kommt die große Auflösung. Wir sind alle durchgegangen und selbst die ich abgelehnt hatte, also es gibt ein paar Pull-Requests, die wir ablehnen mussten, weil sie einfach noch nicht fertig waren. Selbst wenn wir die noch mit reingenommen hätten, hat immer dieselbe Person gewonnen. Es war knapp, wenn man alle mit reingerechnet hätte, aber trotzdem hätte hier Lauritz gewonnen. Einmal Lauritz Thieste heißt er auf GitHub. Das ist ein öffentliches Profil, deswegen darf ich das so sagen. Man sieht das auch. Und genau, der hat einmal das Preisgeld gewonnen für die meisten oder für die Bounty gemessenen meisten Pull-Requests. Weil er einfach unfassbar krass viel gemacht hat. Genau, herzlichen Glückwunsch dazu. Absolut verdient, wirklich wahr. Also das ist unfassbar gewesen. Er hat auch unfassbar viel kommentiert und ja, vielen Dank für den Preis. Ich freue mich darüber sehr. Cool. Grats to Lauritz. Ja, genau. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist echt beeindruckend gewesen. Ja, genau. Du hast sowieso schon Kontakt zu mir. Du hast mir während des Hackathons mindestens einmal mehrmals geschrieben. Wir bleiben darüber einfach in Kontakt, würde ich sagen. Genau. Und super gerne so weitermachen. Ich feiere es komplett, was du machst. Das ist großartig. Genau, du kriegst auch noch das Zertifikat von mir. Logischerweise, das kriegen alle, aber die hier mitgemacht haben. Dann der zweite große Preis, der geht an den Review-König. Ja? Review-König bedeutet, wir haben heute Morgen die Pull-Requests gereviewt. Und da ist es natürlich wichtig, wir können keinen Code reinmergen in das Repository, der vielleicht kaputt ist oder der vielleicht irgendwie Schwierigkeiten gemacht hat oder der irgendwelche Sachen gebrochen hätte. Und da müssten wir die ganze Zeit on track bleiben, immer die neuesten Änderungen von euch reviewen und euch Feedback geben. Und da ist es einfach super, super hilfreich, wenn Leute aus der Community so einen Pull-Request einfach reviewen. Das heißt, Pull-Requests kann man auch kommentieren. Da gibt es ein paar, könnt ihr gerne einfach mal gucken. Wir haben auch noch ein paar offene und da gibt es Kommentare drunter, die zum Beispiel Feedback haben und die zum Beispiel sagen, hey, das kannst du noch besser machen, das kann vielleicht noch ein bisschen, vielleicht hier noch angepasst werden und so weiter und so fort. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und hier muss ich einmal ganz kurz sagen, wir haben uns entschieden, dass wir nicht denselben Preis zweimal an dieselbe Person vergeben. Lauritz war hier auch wieder sehr, sehr weit vorne im Rennen. Der hat wirklich unter fast jedem Request, der nicht von ihm war, hat er nochmal kommentiert, was man noch besser machen kann. Das war richtig beeindruckend. Aber wer auch sehr, sehr viel kommentiert hatte und wahnsinnig hilfreiches Feedback gegeben hat, was dann auch mehrfach dazu geführt hat, dass man den Code oder dass der Code nochmal überarbeitet wurde, war Jel Chessen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast den PR-Review-König von uns bekommen, weil du einfach sehr, sehr hilfreiches Feedback gegeben hast. Wie viel Bounty hatte Lauritz gesamt? Moment. 31.680 war sein Bounty, was wir zusammengerechnet hatten. Genau. Und Jel Jessen, du hast den Review-König bekommen, weil du so richtig, richtig hilfreiche Kommentare geschrieben hast zu den Pull-Requests von anderen Personen. Dazu möchte ich dir auch einmal ganz kurz gratulieren. Und ja, du darfst, wir stehen ja über GitHub, nicht über GitHub, über Discord hatten wir sowieso schon Kontakt. Darüber darfst du mir auch gerne nochmal schreiben und genau, darfst mir dort dann auch
darfst auch deinen Preis sozusagen claimen. Auch nochmal hier 500 Euro für dich. Und der dritte Preis, das ist der. Perfekt. Gerade perfekt reingekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, genau. Genau, richtig reingekommen. Da ist er in den Kommentaren. Finde ich gut. Genau. Und der dritte Preis geht an den Discord-Helfer, der am hilfreichsten war für Leute zum Beispiel zum Reinkommen in das Team oder zum Reinkommen einfach in das Schreiben von Code, zum Reinkommen in die Academy und so weiter und so fort. Da gab es wahnsinnig viele Leute, die da auch geholfen haben. Ich habe versucht, auch so viel wie ich konnte, da zu sein, und ich versuche das jetzt auch ein bisschen mehr zu machen. Ich versuche jetzt auch auf Discord ein bisschen aktiver zu werden. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich in letzter Zeit so inaktiv bin auf Discord, weil es ist einfach, ja, ich versuche sehr viele Dinge gleichzeitig zu machen. Genau, aber einmal da haben wir noch niemanden, weil ihr denjenigen bestimmt. Und da geht es jetzt für euch direkt weiter. Ich werde jetzt gleich auf Discord einen Thread aufmachen im Bereich Bootstrap Academy. Den werde ich euch auch gleich hier, oder die Bootstrap Academy kann ich euch sogar direkt hier reinmachen. Wenn ihr noch nicht drauf seid auf dem Discord, dann könnt ihr euch da schon mal direkt reinfuchsen und auf jeden Fall die Regeln bitte lesen. Da steht dann auch drin, wie ihr die Regeln akzeptieren könnt. Ja, kleiner Hinweis hier. Und in dem Bereich von der Bootstrap Academy werde ich gleich einen extra Thread aufmachen, wo ihr Leute nominieren könnt. Das heißt, Leute, die euch geholfen haben, bei diesem Hackathon mitzumachen, vielleicht auch geholfen haben, da reinzukommen, die könnt ihr da drin nominieren. Dafür habt ihr exakt 24 Stunden Zeit. Und nach diesen 24 Stunden werde ich eine Umfrage starten, wo ihr alle voten könnt, wer euch am meisten geholfen hat. Das heißt, die Nominierten können danach nochmal abgestimmt werden, logischerweise. Dementsprechend, ja, wir sammeln jetzt erstmal 24 Stunden lang, wenn ich hier fertig bin mit dem Stream, mache ich das auf. Und dann sammeln wir 24 Stunden lang die Nominierten und dann könnt ihr nochmal abstimmen. Und danach bekommt die Person, die da am meisten geholfen hat, auch nochmal einen Preis. Nämlich genau denselben Preis, auch 500 Euro, die sie mir da in Rechnung stellen darf. Genau, und das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich danke euch für einen sehr, sehr spannenden Hackathon. Ich persönlich habe sehr viel gelernt dadurch, aber ich glaube, was ich vor allem gelernt habe, ist, dass es tatsächlich funktionieren kann. Ich hatte ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt, dass sehr viel Mist submitted wird, dass Sachen sich überlagern, dass wir unfassbar viele Merge-Konflikte haben werden. Wir hatten ein paar, aber die sind nicht ganz so furchtbar. Und es sind tatsächlich schon einige Sachen live. Ein paar der Pull-Requests haben wir abgelehnt und die Leute dürfen aber gerne nochmal drüber gehen und können das super gerne nochmal dann einfach fixen und können mir danach trotzdem nach wie vor die Rechnung natürlich stellen. Dementsprechend, ja, ich glaube, ich konnte sehr viel dadurch mitnehmen. Die Bootstrap Academy hat neuen Code bekommen, ist dadurch gewachsen. Ihr könnt euch wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen, Wochen, je nachdem, wann die Sachen fertig werden, könnt ihr euch die neuen Features angucken und dann hoffentlich dort noch besser alles, was mit IT zu tun hat, lernen. Und insgesamt glaube ich, dass wir als Community da einfach sehr, sehr viel geilen Shit mitmachen können. Und dass wir einfach, ja, eine Möglichkeit haben, die sonst, glaube ich, kaum ein YouTube-Kanal hat, nämlich selber ein gemeinsames Projekt entwickeln, das wir dann aber auch verwalten und das dann auch einfach wachsen darf. Und dafür will ich einmal ganz kurz nochmal Danke sagen, weil ich das einfach eine sehr, sehr schöne Sache finde. Ein Projekt, das Bildung im IT-Bereich ermöglicht, ohne dass man auch was dafür bezahlen muss. Das ist einfach der Fall. Man kann einfach selber sich Sachen beibringen. Man hat eine super Umgebung, man kann XP-Punkte farmen, ja, man kann sich selber aufleveln, kann das dann, wenn wir soweit sind, auch wirklich im Lebenslauf angeben. Man wird wahrscheinlich relativ bald auch Zertifikate machen können und ihr könnt miteinander einfach euch Dinge beibringen. Und jetzt kann ich sogar tatsächlich sagen, wir sind eine Open-Source-Gemeinschaft, wir entwickeln gemeinsam den Code, ich bezahle euch dafür und ihr submittet mir den Code, sodass wir quasi als Plattform mit euch gemeinsam einfach weiter wachsen können. Und das finde ich einfach geil. Das finde ich super. Ja, und was bleibt noch offen? Wenn ihr noch Fragen habt, ich bleibe noch kurz hier. Schreibt mir die super gerne in den Stream kurz rein. Ich habe das natürlich im Auge hier. Und fürs nächste Mal fixe ich dann auch mein Setup. Wird es bald wieder einen Twitch-Stream geben oder ist dafür momentan keine Zeit da? Ich versuche ein bisschen mehr zu streamen in nächster Zeit, auf jeden Fall auch wieder. Morgen auf keinen Fall. Diese Woche weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich am Wochenende mal ein bisschen Zeit dazu. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mal wieder ein bisschen was zocken möchte mit euch.
und generell, ob ich einfach mal wieder ein bisschen mehr streamen möchte. Aber wahrscheinlich dann auf Twitch ein bisschen nicht so IT-lastigen Content, weil auf Twitch auch andere Leute dabei sind und nicht nur die von dem YouTube-Kanal. Ich habe ja noch ein paar andere Kanäle. Ja. Kannst du mal zeigen, was du mit den Plattformen in Vivaldi meinst? Plattform? Arbeitsbereiche meinst du? Ja, kann ich dir zeigen. Wobei, kann ich dir sogar einfach ein Video verweisen? Hier ein GitHub-Link? Lieber nicht? Ich kann nicht mal auf das Video verweisen, wo ich Linux eingerichtet habe. Das ist das Neueste in den Video-Uploads auf diesem Kanal hier. Einfach unten draufklicken. Dort müsste dann, wieso mein Linux-Umstieg gefailt ist oder sowas, müsste da drin stehen. Da zeige ich auch Vivaldi und die Tabs. Die benutze ich einfach wahnsinnig gerne für die Arbeit. Und privat, ich meine, ich habe einen Browser-Vergleich gemacht, da steht eigentlich alles drin. Genau. Wie ihr sehen könnt, ich habe noch ein paar Probleme mit Linux, aber Streamen geht soweit einigermaßen. Aber ihr habt mir gerade vorhin gesagt, dass ihr ein kleines Delay habt. Ja, lasst mich das versuchen zu fixen. Ich weiß noch nicht, ob ich es hinbekomme. Aber ihr seht, meine Kamera funktioniert jetzt auch. Und den Teleprompter habe ich theoretisch auch schon mal eingerichtet gehabt. Hatte allerdings heute Morgen ein paar Schwierigkeiten, weil es eben, ich versuche dieses Delay zu fixen und das ist ein bisschen schwierig. Aber so lange nehme ich dann halt einfach unter Windows auf, damit ihr keinen Delay habt. Und ja, ich leide für euch, okay? Genau. Und ansonsten, es war mir eine Ehre, mit euch gemeinsam Software zu entwickeln. Ich hoffe, wir machen weiter. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut wie gesagt einmal unten vorbei. Dort ist alles verlinkt. Also ihr könnt nach wie vor weiterhin diese GitHub-Issues lösen und Geld verdienen und alles kein Problem. Sei froh, ich habe kein Problem beim Linux-Stream und Co. Mein Problem ist die LTE-Verbindung. Ja gut, okay. LTE ist nicht schnell genug. Aber ich sollte mir vielleicht einfach eine andere Grafikkarte das nächste Mal holen. Ich habe mir eine Nvidia-Karte geholt für diesen Rechner, weil ich eben sehr viel mit AI machen wollte. Und das Problem ist einfach, dass der Nvidia-Treiber, der ist nicht gut. Und ich habe bei der Aufnahme sehr viele Probleme mit Tearing. Das heißt, ich habe quasi Risse im Video drin. Die versuche ich noch zu fixen. Ich habe dieses Verschobene. Ich bin tatsächlich ein bisschen am Struggle mit mir. Da dürft ihr mir gerne auch mal dann Erfahrungsberichte per Mail oder sowas schicken, ob ihr ich mag es nicht, wenn man Linux sagt, weil Linux ist ja der Kernel. Es sind einzelne Systeme und Distros, kannst du mal drauf achten. Es ist trotzdem egal, weil ich trotzdem Probleme mit Linux habe. Es ist egal, ob ich Manjaro benutze, ob ich Arch benutze, ob ich Mint benutze, ob ich Ubuntu benutze, ob ich Fedora benutze. Es ist immer dasselbe Problem. Es ist im Endeffekt Nvidia und Linux, die nicht miteinander gut können. Das ist einfach, ja. Dann sag es auch so. Sag ich doch. Nvidia ist das Problem. Egal. Ja, genau. Ich könnte theoretisch eine Latenz einbauen. Das Problem ist, dass manchmal nicht dieselbe Latenz oder dass es nicht immer dieselbe Latenz ist. Ich habe leider keine AMD-Karte. Ich hatte überlegt, ob ich tatsächlich die Grafikkarte, ich will sie jetzt noch nicht austauschen, weil sie funktioniert doch wunderbar und sie war nicht gerade günstig und ich benutze sie halt auch sehr viel für AI-Sachen. Und ich habe überlegt, ob ich dann im nächsten System einfach 2 Grafikkarten drin habe, aber ich weiß nicht genau, ob das funktioniert, dass ich quasi einmal AMD und einmal Nvidia habe. Nvidia für die CUDA-Sachen und AMD für quasi Desktop und Rendering. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Müsste ich mal gucken. Genau. Ein paar Features zeigen. Ja, hätte ich gerne gemacht. Muss ich einmal kurz umschieben, weil ich meiner Desktop-Umgebung offensichtlich vorhin was umgestellt habe, was dumm war. So, kann ich einmal ganz kurz zeigen. Es gibt mehrere Nvidia-Treiber unter Linux. Okay. Das mir gerne gleich mal schreiben, welchen Treiber du benutzt, falls du auch Nvidia hast, natürlich. Wo ist es? Hier. So. Was schon fertig ist, jetzt muss ich kurz gucken, ob das funktioniert. Klappt das? Das klappt, haha. Was schon fertig ist folgendes hier. Und ja, ich habe das jetzt so schnell live mit euch gefixt. Ich habe einfach den Bildschirm darüber geschoben. Oh Mann, nicht mal 20 Minuten Pause. So, genau. Wir hatten einen Bug drin. Und zwar, wenn ihr ein selbst gehostetes, also wir haben YouTube-Videos in den Playlisten drin, aber wir haben auch Teile drin, die selbst gehostet sind. Also da liegen die Videos quasi wirklich bei uns auf dem Server. Und wir hatten einen großen Bug drin, dass wenn du zum Beispiel Video 1 der Playlist, da
darf ich hier nicht sagen, weil ich sonst wieder Probleme mit YouTube bekomme. Wenn du Video 1 geguckt hast und dann auf Video 2 gegangen bist, dann hattest du danach eine vertauschte Reihenfolge. Das heißt, du hast trotzdem Video 1 nochmal gesehen. Wenn du dann auf Video 1 gegangen bist, hast du wieder Video 2 bekommen. Das war ein Bug, dass die Sortierung einfach nicht funktioniert hatte. Zumindest in manchen Fällen. Und das wurde gefixt. Das war einmal das hier. Dann haben wir eine Custom Error Page bekommen. Ich zeige euch das einmal. Wo ist die Preview? Die Preview sieht nämlich sehr, sehr geil aus. So, das ist einmal die separat deployte Preview. Und wenn ich jetzt hier, sagen wir, irgendeine Seite aufrufe, die 404 hat, dann sieht das so aus. Geil, oder? Custom Error Page. Obsidian ist super. Aber ja, zu meinen Produktiv-Apps muss ich mal separat ein Video machen. Das war ein zweites Feature, das wir jetzt haben, also eine neue Error-Page. Und dann haben wir jetzt tatsächlich Level-Indikatoren. Das muss ich euch auch einmal ganz kurz zeigen. Da muss ich aber einmal kurz gucken, dass ihr nicht aus Versehen meine Login-Daten seht. Muss ich euch einmal kurz rausschmeißen, weil ich hier nicht mehr eingeloggt bin. So. Und genau, das zeige ich euch. Das da. So. Hier zum Beispiel, der Account, also wie gesagt, das ist jetzt alles auf der Testumgebung, sind Fake-Daten, aber das wird dann in die reine Produktivumgebung auch wirklich reingebracht. Also das sind jetzt neue Features, die neu dazugekommen sind. Hier sehen wir zum Beispiel, im Web-Developer-Bereich bin ich God-Tier, also ich bin sehr, sehr gut da drin. Dann kriege ich hier eine lilane Border. Und wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich, aha, ich bin gar nicht überall God-Tier, sondern ich bin in TypeScript God-Tier, ich bin in JavaScript-Testing, bin ich golden. Und in Angular bin ich auch golden. Und sehen wir auch im Skilltree hier außen, dass wir hier zum Beispiel auch nochmal im IT-Pädagoge-Bereich habe ich auch Gold. Also, oh, das seht ihr gar nicht, weil ich da drüber hänge. Eine Sekunde. So. Tada. Genau. Also das sind quasi neue Visualisierungen von, wie krass man ist, aber auch wirklich im Skilltree, damit man sieht, wo man richtig cool ist. Das ist einmal neu dazugekommen. Und dann haben wir zum Beispiel das hier. Es gab einen Fehler. Na gut, den kann ich euch eigentlich nur erklären, weil ich den selber gar nicht hatte. Aber das war ein Fehler, der im Endeffekt, wenn ich auf wenn ich auf einen Bereich gekommen bin und dort versucht habe, eine Challenge zu erstellen und dann wieder zurückgekommen bin, dann hat es unendlich lange geladen. War bei mir nie der Fall, hatten aber ein paar Leute und hier wurde das jetzt gefixt. Und genau, das funktioniert jetzt auch. Das waren die 4, die jetzt auch wirklich schon gemerged wurden. Wir hatten aber noch sehr, sehr viele mehr, die nochmal eine kleine Review gebraucht haben, beziehungsweise nochmal kleine Änderungen gebraucht haben. Und dann haben wir noch sehr, sehr viel mehr. Ihr könnt gerne einmal durch die Pull-Requests durchgehen. Und ja, das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr cool gewesen. So, ich habe auch eine Nvidia und AMD gleichzeitig. Mein Desktop läuft auf AMD und Nvidia wird dann nur zum Beispiel für AI genutzt. Das ist genau das, was ich will. Hatte bisher noch keine Probleme, weiß jedoch nicht, wie es bei Gaming ist. Das ist ja super. Vielen, vielen Dank. Ich muss mit dir noch schreiben, deswegen schreib mich mal kurz auf Discord noch an, Jel, weil du ja auch noch das Preisgeld von mir bekommst. Mittlerweile soll KI auch auf AMD mit ROC M gut gehen. Hab's aber noch nicht getestet. Ja, aber nicht alle Sachen funktionieren wirklich gut. PyTorch geht mittlerweile, soweit ich das weiß. ROC M zumindest. Aber es geht halt nicht alles komplett gut und ich brauche schon vieles davon. Also ich mache halt auch so Sachen wie Feintuning und hast du nicht gesehen und Stable Diffusion und all diese Libraries, die man dann halt auch eventuell benutzen möchte. Deswegen, Nvidia ist schon noch momentan dafür ziemlich sinnvoll bei mir. Genau. Das sind die Sachen, die auch wirklich jetzt schon da sind. Und die Sachen, die noch kommen, die kommen hoffentlich bald. Die Leute, die kriegen dann auf jeden Fall Bescheid, beziehungsweise die haben schon Bescheid bekommen. Da habe ich auch schon, oder haben wir schon heute Morgen Kommentare geschrieben. Und die werden dann auch reingemerged. Wie läuft es eigentlich mit der Finanzierung von der Bootstrap Academy? Gab ja anfangs einige Probleme. Ja, richtig, mach immer noch komplett ich, weil die Academy an sich nicht genug Geld einnimmt. Die nimmt genug Geld ein, damit sie nicht im Minus landet. Weil wir halt auch Steuerberater und Steuern zahlen müssen. Und Steuerberater ist nicht ganz günstig. Allerdings wird es niemals im Leben für die Weiterentwicklung der Software gerade reichen. Und deswegen mache ich das aktuell noch, weil wir einfach den Premium-Bereich nicht so gut ausgebaut haben, wie man das als BWL-Mensch eigentlich machen sollte, wenn man eine Firma gründet. Und deswegen übernehme ich das aktuell noch.
Also über YouTube quasi. Das wird alles von Sponsoren auf YouTube gefundet. Sprich, wenn ich hier eine Integration habe oder auf dem anderen Kanal eine Integration habe, dann nehme ich alles, was ich übrig habe und stecke es in die Academy. So einfach läuft das. Und Patreon natürlich auch und die YouTube AdSense auch. Und das funktioniert jetzt gerade ganz gut. Das kann man aber natürlich nur so lange sehen, solange es halt auch auf YouTube gut läuft. Aber ich bin natürlich hinten dran, wie ihr hoffentlich merkt. Ja. Alright. Ansonsten, Fragen? Oder soweit alle happy? Alle zufrieden? Perfekt. Dann würde ich sagen, war ein schöner Stream, war ein kurzer Stream, aber wir machen das ja nach wie vor. Wir sind auf Discord. Auf Discord wird es gleich die Abstimmung geben für denjenigen, der da am meisten geholfen hat. Und dann genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Eventuell auf Twitch, eventuell im Video, wobei heute Abend kommt ein Video, also guckt euch das gerne an. Und danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg euch beim Weitercoden. Wie gesagt, alle Informationen unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.